Hallo meine Lieben, ich hatte euch ja letztes Wochenende die Folie von Caesar gezeigt und bei dem ganzen Design auf der Flexfolie ist mir tatsächlich ein Fehler passiert. Es hat anscheinend niemand gemerkt, ich habe zumindest keinen Kommentar gesehen, aber eben ich habe es auch nicht gemerkt, weder beim Design erstellen, noch beim Ausplotten, noch beim Entgittern oder beim Aufbringen. Ich habe es schlicht und ergreifend nicht gesehen, weil da ist ein Rechtschreibfehler drin. Und ihr kennt mich ja mittlerweile ein bisschen, ne? Das Glas ist immer halb voll und deshalb dachte ich mir, es ist eigentlich gerade eine gute Gelegenheit, um euch auch zu zeigen, wie ihr sowas korrigieren könnt. Das seht ihr gleich nach dem Intro. Der Rechtschreibfehler, der mir passiert ist hier unten. Ne? Was auch immer das heißen soll, don't, irgendwie, keine Ahnung. Und es ist eigentlich gerade gut, dass es hier unten passiert ist, weil da kann ich es auch wunderbar lösen. Ich verwende hier die Mini Heat Press, mache die auf eine 2 und lasse die kurz aufwärmen. Und ich habe hier auch den neuen Spruch schon mal ausgeplottet. Diesmal richtig, ne? Wobei, ich glaube, ich brauche das zweite Care, brauche ich eigentlich gar nicht, sondern nur das Don't, weil ist ja nur da der Fehler passiert, ne? So, die Mini Press ist grün, das heißt, die ist startklar. Ich habe hier auch noch eine Pinzette und jetzt einfach auf eure Finger aufpassen, weil was wir machen, wir gehen mit der Heat Press hier drunter und nur hier über diese Fläche. Versucht möglichst wirklich nur auf die Fläche zu gehen, wo ihr auch die Folie habt. So, ich versuche das hier so ein bisschen so zu positionieren und wenn das warm genug wird, wird sich dann die Folie ablösen lassen. Immer auf eure Finger aufpassen. So. Das war schon mal der Tee. So, hier oben und da ruhig zügig arbeiten, ne? Wenn ihr große Flächen habt, könnt ihr gerne auch zwischendurch das wieder ein bisschen abkühlen lassen. Aber bei mir ist das jetzt so klein, das geht in einem Zug. Unten hat der Pulli keinen Schaden genommen, alles gut. Und hier ist jetzt mein Spruch weg. Na? Hat wunderbar funktioniert. Dann packe ich hier mein Hitzekissen drunter, dass es die Stelle abdeckt. Und dann kann ich mein neues Don't schön da platzieren, wo es hingehört. So, ich würde sagen, so passt es. Ich habe immer auch ein Backtrennpapier dabei, weil ich versuche natürlich die Folie ringsherum zu schützen, ne? Also ich versuche hier wirklich nur das Don't abzudecken. 30 Sekunden. Mal gucken, ob ich das schon abziehen kann. Yep. Und dann lege ich das Backtrennpapier drüber und gehe da nochmal drauf, damit sich das wirklich gut mit dem Stoff auch verbindet. Auch wenn es andere Teile gehabt hat, die von der Hitze unten so ein bisschen betroffen waren, könnt ihr auch da nochmal so ein bisschen drüber gehen. So. Ich würde sagen, das sitzt alles wieder wunderbar. Und so haben wir das wunderbar schon korrigiert. Jetzt steht tatsächlich Don't Care da. Ne? Es kann manchmal sein, dass ihr ein bisschen von den Kleberesten seht. Das wird mit der Wäsche besser. Was ihr auch versuchen könnt, ist, wenn ihr da ein Löschblatt
drauf macht, wenn nichts mehr drauf ist, ne? Wenn ihr das abgelöst habt, mit dem Löschblatt drauf, mit der Hitze drauf, damit sich der Kleber mit dem Löschblatt verbindet und ihr den abziehen könnt. Aber für mich passt es eigentlich so. Und so einfach könnt ihr eben Fehler, die ihr gemacht habt, korrigieren. Das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, das hilft euch, wenn auch bei euch mal so ein Fehler passieren sollte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dass es eben hilfreich für euch war. Und natürlich auch, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! No rain, no flowers, nothing's growing where your heart is fire. But baby, I bet you're